Hallo liebe Leserfreunde, heute möchte ich mal die Schneideunterlage von Sculpfan testen und nicht nur der Frage nachgehen, ob sich ein Honeycomb lohnt, sondern auch schauen, wie wichtig der richtige Unterbau zum Lasern ist. Ich habe verschiedene Schnitttests gemacht und zeige euch den aussagekräftigsten davon. Das Honeycomb habe ich netterweise von Sculpfan zur Verfügung gestellt bekommen und möchte gerne meine Meinung und Erfahrung dazu abgeben. Für die beiliegende Unterlage gibt es ein paar Klebegummifüße. Sie erhöhen das Honeycomb zwecks Unterlüftung. Das Honeycomb steht mit seiner Größe von 20 x 30 cm passend darauf. Auch wenn es nicht gerade sehr groß ist, finde ich es dadurch aber recht handlich. Das Muster ist zwar der Bienenwabe nachempfunden, aber für die Honigherstellung weniger geeignet. Die Wabe befindet sich gut umschlossen in einem schwarzen, sauber gearbeiteten Rahmen mit einer praktischen Maßeinteilung auf dem Rand. In Tiefe von 0 bis 150 mm und in Breite geht die Einteilung bis 250 mm. Die Auflagepunkte sind durch das senkrecht stehende Blechmuster und die versetzten Wellen so gering, dass der Laser beim Schnitt kaum auf einen Widerstand trifft. Das Blech ist ebenso wie mein Lochblech magnetisch. Wie alles von Sculpfan finde ich auch dieses wieder ganz schick. In meinem Laserbereich habe ich mir 3 Bastelsperrholzplatten mit 4 mm Dicke zu gleichen Bedingungen eingelegt. Das heißt, sie haben alle die gleiche Oberflächenhöhe und die Holzmaserung liegt in gleiche Richtung. Der Laser ist frisch gereinigt und der R-Assist im Betrieb. Damit die Linse nicht bei der letzten Platte schon verschmutzt ist, arbeite ich jeden Schnitt auf jeder Platte direkt nacheinander ab. Zur Unterstützung der Unterlüftung habe ich seitlich einen kleinen USB-Ventilator. Ich habe mir in Lightburn einen Schnittparametertest zusammengebastelt. Für mein magnetisches Lochblech, das Honeycomb von Sculpfan und eine Holzunterlage. Er besteht aus einem normalen Kreisschneidetest und einem extra Sternebereich, um auch ein paar näher liegende Objekte mit Ecken zu schneiden. Die Schnitte sind alle mit 80% Leistung und dem Konstantleistungsmodus. Und die Durchgänge sowie Geschwindigkeiten sind den Werten der Testtabelle angepasst. Das Brett auf der ersten Position steht für einen Schnitt ohne Unterlage. Bei mir liegt es flach auf einem anderen alten Brett, welches erhöht ist, um das gleiche Höhenniveau der anderen Platten zu erreichen. Unter ihm ist also keine Luftzirkulation möglich. Was hier eigentlich ganz lustig und nach einer Menge Kraft aussieht, ist aber gar nicht so praktisch. Die Schnitte der Platte mit der Holzunterlage springen raus und legen sich vielleicht an Stellen, an denen der Laser noch arbeiten muss.
Der Auftrag ist fertig. Wenn die Schnitte sich auf der Oberseite nicht wirklich unterscheiden, ist das unterschiedliche Schnittergebnis schon enorm. Die Holzunterlage ist im Gesamtbild etwas schmauchiger. Die Sterne sind noch fester Bestandteil der Platte und viele der Schnitte sind im Gegensatz zu den anderen Platten gar nicht erst durchgegangen. Sculpin und Dragoncut unterscheiden sich in der Schnittleistung nicht. Stärkster Schnitt 300 mm pro Minute mit 2 Durchgängen. Das Schnittbild ist bei beiden Unterlagen sauber und gleichmäßig. Auf der Rückseite sieht man schön, wie wichtig eine Unterlüftung ist. Die Holzunterlage hat ein starkes Bild von Schmauch und wirkt fast verbrannt. Und die Schnitte konnten ihren Weg nicht durchs Holz finden. Es sieht so aus, als wären hier teilweise geöffnete Kreise das Schnittmotiv gewesen. Den saubersten Schnitt hat das Honeycomb von Sculpin. Die Rückseite hat kaum bis gar keinen Schmauch, während das Dragoncut-Lochblech durch die dickeren Auflagepunkte in einem wiederkehrenden Schmauchmuster eben diese Punkte zeigt. Auch um die Sterne ist recht gut zu erkennen, dass der Schmauch an den Stellen der Auflager nicht entweichen konnte. Mein Fazit: Das Panel von Sculpin ist eine tolle Sache. Das Ergebnis bestätigt sich auch in weiteren anderen Tests von mir. Immer sehr sauber und gleichmäßig. Um die Auflage weitgehend zu verhindern, habe ich sonst meine Materialien auf dem Blech ein weiteres Mal hochgesetzt. Der Vor- wie Nachteil: Das geschnittene Motiv fällt runter, wenn es durch ist. Ist dies aber das Objekt der Begierde, kann es sein, dass der Leser es in einer weiteren Runde mit seinem Strahl verschandelt. Dieses entfällt beim Sculpin. Hier kann man durch den Lichtschein auf der Unterlage erkennen, wann der Leser durch das Material gekommen ist. Es dürfte gerne etwas größer sein. Meine Erfahrung für ein sauberes und gutes Schnittergebnis mit eingesparten Durchgängen, neben dem Air Assist, wie schon ein paar Mal erwähnt, eine gute Unterlüftung. Die Klebepunkte der Unterlage habe ich nachträglich übereinander geklebt, um den Abstand für die Zirkulation darunter zu erhöhen. Für mich als perfekte Auflage ein klarer Daumen hoch. Heute geht mein riesen Dragoncut-Danke wieder an Sculpin. Danke. I love my S9. Ich hoffe, es geht euch genauso und vielleicht könnt ihr ja ein wenig mitnehmen, was die unterschiedlichen Schnittunterlagen betrifft. Wenn ihr mögt, würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich jedenfalls freue mich auf euch. Dicke Dragonküsschen.